Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video heute. Wir reden heute über AMC, Beyond, FFI, GNS, SPY und Nasdaq. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Erklärvideo kommt wieder ans Ende des Videos. Also springen wir gleich mal rein in AMC. Auch heute wieder nur ein klitzekleines Video. Wir schauen uns einfach an, was hat AMC heute gemacht oder nicht gemacht. Für die ganze Geschichte. Ein Part Squeeze, zwei Part Squeeze, Preistargets. Ich verlinke euch das ganz große Video ans Ende des Videos. Heute schauen wir uns nur an, was passiert ist. Also zoomen wir mal rein. So, Leute, ihr werdet es ja heute schon gemerkt haben. Wir hören einfach nicht auf zu steigen. Wir hatten ja bis gestern eigentlich noch 4 Varianten, ja? 3 bullische, eine bärische. Ich kann euch jetzt eigentlich jetzt gleich schon sagen, es sind nur noch 2. Ja? Hier die zweite alternative bullische Variante. Das ist die, wo wir einfach immer weiter raufgehen. Ja? Unser Ziel ist es noch immer alles dasselbe. Die 200 EMA auf dem 24-stündigen Chart, hier seht ihr es, ist jetzt gerade bei 2,09 $ und das ist unsere maximale Grenze nach oben. Ja. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt hier einfach so weiter hinaufgehen, ich meine, die Theorie ist, ab der 200er schießt man nach oben. Ja. Ich würde dem 0,5% geben. Ja. Der Wahrscheinlichkeit. Der Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach so hinausschießen. Weil, wie gesagt, seit IPO noch nie passiert. Für unsere jetzt Hauptvariante, weil die anderen sind weg, bedeutet das einfach, wir gehen rauf bis zu 200 EMA. Das wird unser A. Ja? Und zwar, weil wir dann über unser T drüber sind. Und dann machen wir unseren letzten Pullback. Ja? Dann machen wir noch ein kleines Higher Low. Und dann geht es nach oben. Der Pullback, die Zone vom Pullback. Hier ist unsere 200 EMA. Ich glaube allerdings noch immer, es wird eher diese Linie hier werden. Von welcher Linie rede ich? Ich rede von dieser Linie hier. Ja? Das wird unsere Rejection Line werden, in meiner Meinung nach. Also irgendwas 1,80, 1,89. Und im Prinzip könnt ihr euch das dann selber auch anschauen. Ja? Dazu braucht ihr nicht mich, wo auch immer wir pieken. Ja? Also sagen wir mal, wir machen jetzt, egal ob das diese, nächste oder übernächste Woche ist, wir machen sowas. Ja? Und dann plötzlich seht ihr sowas. Ja? Dann nehmt ihr einfach die FIB vom V bis zu was auch immer das für ein Peak ist und schaut euch die 0,5 und 0,618 FIB an. Das sind die 2 Punkte, wo wir bouncen sollten. Ja? Ich sage auch noch trotz alledem kein finanzieller Advice. Noch immer eine Warnung heraus. Ihr kennt mich. Normalerweise sage ich euch immer, man wartet auf das. Das ist der Buy-in. Ja? So verrückt, wie derzeit der Markt ist. Wir kommen da nachher auch noch für SPY und GNS zum Beispiel dazu. Ich gehe noch immer vom frühestens Ende April, Mai aus. Allerdings, wir haben jetzt in einigen anderen Tickern schon gesehen, dass sie einfach in After Hours sowas machen. Ja? Dieser Pullback, ich gehe nicht davon aus, aber ich möchte halt auch nicht, dass irgendeiner von euch 100%ig strikt nach den Regeln kämpft und dann verliert. Der Scheiß im blödesten Fall kann halt auch After Hours passieren. Ja? Es geht nur darum, dass wir das Level machen. Ja? Nicht wann. Ja? Solange es nicht Overnight passiert. Sage ich auch gleich, ich bin einer von denjenigen, für die ist Overnight futsch. Ja?
Pre-Market, normale Börse, After Hours. Overnight hat meiner Meinung nach, haben wir das jetzt schon 100-mal gesehen, dass man, weiß ich nicht, 100% Run in Overnight hatte und am nächsten Tag ist nichts davon übergeblieben. Alles, was nicht am normalen Chart zu sehen ist, existiert für mich persönlich nicht. Okay, somit wäre das jetzt unser oder mein Min-Tracking. Die zweite bullische Variante und unsere letzte, weil für ein Knife nach unten und alles noch einmal sind wir meiner Meinung nach viel zu hoch. Ja? Also ich gehe mittlerweile wirklich davon aus, dass das hier unser Boden war. Aber für unsere zweite Babs-Variante ändert sich nicht viel, ja, zum gestrigen Video, ja, noch einmal, rechte Seite einstündig, linkes 2021 Jänner, linke Seite einstündig heute, ändert sich nicht viel, das Einzige nur, ich mag das lieber, ich habe das gestern lang genug erklärt, warum, auch mit der Warnung, wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Im Großen und Ganzen ist das einfach nur 1:1 von 2021, ja, wo hier unser Wie ist, hier ist unser Wie, hier ist die Kerze, auf die wir seit Ewigkeiten jetzt warten. Uptrending Channel, Uptrending Channel und dieser Push hier wäre schon dieser Push hier. Ja. In dem Fall, diese Variante gilt zum Beispiel, wenn wir jetzt, sagen wir mal, morgen, Freitag oder nächste Woche nicht hier oben sind und jetzt schon einen Pullback bekommen, ja, dann wäre das dieser Pullback hier. Ja. Auch hier zählt genau dasselbe. 0,5 oder 0,6 Pullback, kleines HLO und Go. Ja. Mehr gibt es derzeit für AMC nicht zu sagen. Ja. Ich gehe nicht mehr von einem neuen Low aus, zumindest nicht für die nächsten Monate. Ja. 200 EMA ist unsere wir fallen nach unten Linie oder wir machen etwas Saudummes und schießen nach oben. Ich gehe davon nur nicht aus. Wann sollte man eine Position machen? Ich habe hier schon gesagt, ich habe mir schon eine kleine geholt. Ich bin derzeit bei 56%, ja, von dem, was ich investieren will. Ich warte noch immer auf diesen Pullback. Sollte ich ihn nicht bekommen, bin ich halt nur mit 50% drin. Ja. Ich sage allerdings nochmal ausdrücklich dazu, kein finanzieller Advice, ich gehe noch immer davon aus. Ja. Ganz einfach, weil wir es immer gemacht haben. Okay, nächstes ist Beyond. Auch für Beyond die ganz große Geschichte und so weiter im großen Update-Video. Heute schauen wir uns eigentlich nur an, was wir gemacht haben, bevor wir ins Kleine hier reingehen. Weil ich gefragt worden bin, kann jetzt Beyond vor AMC squeezen? Ja? Weil, ja, das ist nicht abzustreiten, vor 2021 hat Beyond schon seinen Peak gemacht. Und zu der Zeit, wo Beyond, wo AMC und Beyond gelaufen sind, hat Beyond sein Lower High gemacht. Ja. Es war die Theorie da, dass Beyond vor AMC und GME geht. Allerdings, ganz ehrlich, wir haben diese Zeit hier nicht dafür. Ja. Wenn ihr euch anschaut, das hier von hier nach hier hat mehr als ein Jahr gedauert. Die Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Also, ich gehe davon aus, dass Beyond mit AMC und GME marschiert. Ja. Könnte falsch liegen. Unser Hauptziel, ja, für den nächsten Run, wenn wir vernünftig sind, ist unser großes A über unserem T. Ja. Bedeutet irgendwas über 15. Ja. Und weil ich gesagt habe, wenn wir vernünftig sind, ich meine, sind 2000%. Das ist schon sehr unvernünftig. Ja. Aber warum sage ich, wenn wir vernünftig sind? Ja, weil wenn wir unvernünftig sind, machen wir sowas. Ja, das ist, wenn wir unvernünftig sind. Wie komme ich, Depp, darauf zu sagen, dass wir sowas machen könnten? Ganz einfach, wenn man sich das HLO anschaut.
wenn man sich das T anschaut, wenn man sich das Lower High anschaut und wenn man sich die letzte Hälfte von unserem C anschaut. Was sieht man da? Es sind immer Higher Low, Run, Higher Low, Run. Da wissen wir es nicht, einfach Run. Und hier war auf dem 5-minütigen Chart ein kleines Higher Low und dann einfach rauf zum Top. Ja. Deswegen bei jedem großen Move, bei jedem großen Landmark ist Beyond einfach drüber marschiert, über A und B. Und jetzt muss man dazu sagen, wir sind am Ende vom Hauptfractal. Ja? Hier war das V, das war das Higher Low. Kommen wir gleich dazu. Somit, wir sind am Ende. Jetzt kommt der Hauptmove. Es besteht also eine Möglichkeit, dass wir wirklich einfach wieder A und B schnupfen. In dem Fall bedeutet das allerdings irgendwo hier oben. Ich sag's nur. Okay. Jetzt zu unserem Tracking da unten. So. Hier sind auch ein paar Varianten rausgeflogen. Gott sei Dank. Also ich muss ehrlich sagen, unsere Variante mit wir brechen durch 50 Cent und machen ein neues Low. Für mich ist sie vom Tisch. Ja, ich meine, ich lasse die Linie trotzdem noch da, aber für mich ist sie vom Tisch. Wir sind einfach zu hoch. Jetzt zu der Variante, dass wir hier nochmal runter müssen zu 57 Cent. Mit dem Move vom Tisch. Ja, wir sind zu hoch. Wir sind über unser kleines T. Ja, und ich rede von dem T, von diesem, nur von dieser Sektion hier. Wir sind drüber. Ja, somit, so deppert es sich auch anhört. Ja, ihr wisst, wie sehr ich mit mir gekämpft habe, aber das hier ist unser W. Ja, und das ist nicht nur irgendein W, das ist das Ende von dem Higher Low von Oktober. Somit, was passiert jetzt? Ich habe euch ja absichtlich gesagt, ab 64 Cent, bullish, ab 66 Cent, sehr bullish, ab 72 Cent, fast eine Bestätigung und ab 80 Cent ist vorbei. Bis jetzt? Super. Was könnten wir jetzt machen? Also, entweder wir werden jetzt blöd, ja, und Beyond läuft wirklich vor EMC und so weiter, ja, weil wenn man sich ganz genau anschaut, was wir hier beim Higher Low gemacht haben, wie Higher Low, rauf zu einem kleinen A, Pullback, Run. Das war Oktober. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir Higher Low, also das Higher Low von A, von das Makro Higher Low, mit dem Move vergleichen können. Ja? Ich habe das schon bei Nasdaq und SPY gesagt, wo ich gesagt habe, es ist saudumm, den den Februar, März, April vom 2025 mit heute zu vergleichen. Das ist einfach dumm. Man nimmt nicht das Vorjahr. Das gleiche gilt allerdings auch für, man nimmt nicht unbedingt den Chat vom vorigen Landmark. Könnte sein, aber muss nicht sein. Aber trotzdem, ihr seht, wir haben jetzt ein Wir und ein Higher Low. Wenn wir was Dummes machen, kann ich nicht ausschließen, schießen wir jetzt einfach nach oben. Ja? Tendiere ich nicht dazu. Aber kann sein. Nächstes Ziel 15. Mindestens. Oder wir machen es wirklich Schritt bei Schritt. Ich habe euch das ja gestern schon gezeigt, ja, dass wie A, B, C, ja, was dann unser A ist, dann wieder A, B, C. Ja. Wenn wir jetzt, weil wir sind jetzt schon verflucht hoch, ja, wenn man sich nur jetzt das hier anschaut, könnte dieser Peak von heute das Lower High von A sein. Ja? Weil
Wir haben eigentlich keinen Pullback hier gemacht. Ihr seht es, das ist gar nichts. Ja? Also, wenn wir noch etwas Zeit brauchen, müssen wir hier runter. So 0.618. A macht einen 0.618 Pullback. Ist dasselbe wie hier in Oktober von unserem W zu unserem A. Seht ihr? Zwischen der 0.5 und der 0.618. Ja? In dem Fall wären wir jetzt gerade, ich meine, das ist eindeutig niedrig, aber irgendwo hier. Ja? In dem Fall wäre das Lower High. Wir gehen runter, machen M, gehen runter, machen T, gehen runter, 0.618 oder irgendwo hier dazwischen. Ja? Also mein Pullback-Target wäre irgendwas zwischen 66 und 64, dann wäre dieses A fertig. Ja? Und dann, dann marschieren wir entweder wie Oktober, ja, oder wir gehen dann wieder rauf zu unserem B, ja, das wäre dann über 80 Cent und das, was ich euch halt gestern gezeigt habe. Ja. Dazu sei allerdings auch gesagt, ihr werdet das jetzt dann heute bei GNS sehen, man kann das Ganze auch so machen. Und dann, ja, ist einfach Geschwindigkeit und Volatility. Und irgendwie zieht der Market jetzt gerade an. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, kein finanzieller Advice. Beyond is fucking bullish. Okay. Nächstes ist FFAI. Heute auch nur klitzekleines Update-Video, nicht die ganze Geschichte. Für Leute, die es nicht gesehen haben, entweder schaut euch das große Video an oder im kurzen Ganzen, ganz kurz, unsere Ziele sind, wenn wir nicht bankrott gehen, über $3 für A, über $153 für B. Und das erreicht ihr ohne einen Forward Split nie im Leben. Sage ich nur dazu. Ohne Forward Split, hier beginnt die Death-Spirale erneut und wir gehen bankrott. Ja? Ich habe mich jetzt eigentlich nach dem Move in After Hours heute schon gewundert, warum ich nicht überschüttet werde mit "Hast du FFR gesehen?" Weil wir mal wieder einen, was war das, 24-prozentigen Run hingelegt haben. Ja? Aber ich habe im gestrigen Video schon gesagt, Leute, im besten Fall ist das unser Higher Low. Ja? Selbe wie Beyond. Ja? Und wir werden hier runtergehen. Wohin? Unser Ziel ist hier. 23 Cent. Ja? Wie an der A. Unter der 786. Es wäre schön gewesen, wenn dieser Run uns hier drüber geschossen hätte. Weil dann lege ich falsch. Ja? Hat aber nicht. Es wäre auch schön gewesen, wenn dieser Run über 35 Cent gegangen wäre. Weil dann könnte das nicht unser M sein. Ist er auch nicht. Somit, hier ist unser C, also der Peak von unserem Higher Low. Hier ist unser Lower High. Hier ist unser M. M war hier fertig. Es hat hier angefangen. Dieser kleine Move in After Hours war unser T. Nächstes Ziel ist noch immer 23 Cent. Und dann müssen wir hier bouncen. Ja, das habe ich auch gestern gesagt. Wenn wir hier noch einmal durchbrechen, wird es allein mit den Nasdaq-Regeln schon sehr scheiße. Ja. Noch, ja. Ich habe auch gestern gesagt, es gibt noch immer die Möglichkeit, dass wir hier runtergehen, hier bouncen, noch ein Higher Low dranhängen und dann marschieren. Ja. Selbe wie hier in 2024. Da haben wir ein Higher Low gemacht, dann noch ein kleines hier, ein kleines dran gehängt und danach hatten wir einen 300% Move. Oder wie im April 2024, Higher Low, größeres Higher Low. Und nachdem das zweite Higher Low fertig war, war das, glaube ich, ein 1000-prozentiger. Ja, es war sogar ein 10.000-prozentiger. Ja. Also die zwei könnte man damit vergleichen. Ich sage nicht, wir brauchen ein zweites Higher Low. Ja. Aber wir haben es jetzt schon zweimal gemacht. Schauen wir mal. Ja.
Was wichtig ist, wir müssen auf jeden Fall 20 Cent halten. Nicht berühren, nicht brechen. Und auch für FFEI gehe ich davon aus, ähm, dass es mit den Memes läuft. Generell bin ich der Meinung, dass alle Memes zusammenlaufen werden. Ja. Man hat jetzt heute gesehen, es war FFEI scheißegal, dass Tesla ausbricht. Ja. Somit, es macht sein eigenes Ding. Ja. Könnte falsch liegen. Ich gehe noch immer davon aus, wir brauchen das Higher Low. Okay. Nächstes ist GNS. Auch hier wieder ganz großes Update. Ist im großen Update-Video, was ich am Ende verlinke, in kurz, wann auch immer wir jetzt hier fertig sind. Und es schaut verdammt danach aus. Unser nächstes Ziel ist über 7 für unser A, über 84 für unser B und dann noch die Frage, brechen wir altert hoch oder nicht. Selbe wie FFEI. Jeder Move kommt nach einem Higher Low und ist verflucht vertikal. Somit diese Levels hier, wenn wir die Regeln 1:1 nehmen, super. Wenn nicht, können wir auch etwas Dummes machen. Für GNS vielleicht sogar wahrscheinlicher als für Beyond und für FFAI. Nicht, dass es passiert, ja, weil das zeigt uns das Fractal. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es was Dummes macht. Warum? Weil diese Aktie keine Optionen hat. Ja. Und ihr seht das Bird zum Beispiel heute, HGT zum Beispiel, ja, und ein anderer, die mir jetzt nicht einfällt. Aber wenn ihr euch blöde Aktien anschaut, ohne Optionskette dahinter, die haben eine höhere Chance, einfach nur mit meinen Beobachtungen, dass sie wirklich so 5, 10, 16.000% laufen können. Ja. Vielleicht, vielleicht nicht. Was jetzt GNS heute gemacht hat. Für unser Haupttracking war ja GNS seit 2. April in seinem Makro-Higher Low. Und das Makro-Higher Low war beendet. Ich schalte euch mal schnell die Alerts hier aus, die ich mir selber gesetzt habe. Ich habe gesagt, ich habe hier gekauft. Und zwar exakt hier. Ja. Warum? Nicht aus Jux und Tollerei, sondern einfach nur deswegen. Unser Plan war seit Monaten, unter die 786 zu fallen und vor allem unter das V an der A zu fallen. Ja, und das ist genau hier mit einem kleinen Wick passiert. So, seitdem ja, habe ich gesagt, wir brauchen ein Higher Low, also das Micro Higher Low. Ja. Und ich habe euch gesagt, wir müssen unter dieses T, unter dem T bleiben. Ja. Ich habe auch gesagt, das hier ist ein wunderschönes A. Ihr seht es, wir haben ein wunderschönes Micro Higher Low. Wir haben ein wunderschönes A, das ist 786. Wir haben danach ein wunderschönes B gemacht, 0,5 Bounce, und hier war unser C. Und das hier war heute in einem Rutsch runter. Ja, selbst ich bin nicht davon ausgegangen, dass das so schnell geht. Ja. Also ich bin davon ausgegangen, wir machen sowas. Low High, Midpoint, T, runter. Aber nein, wir haben das in einem Rutsch runter gemacht. Was haben wir gemacht? Erstens, wir sind hier wie an der A. Wir sind unter der 786. Alles fertig. Und wenn wir jetzt auch noch auf den einminütigen Chart gehen, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben sogar noch ein kleines Makro-Higher Low dran gehängt. Ja? Wie Higher Low. Also für GNS, ich habe keine Landmarks mehr über. Ja? Was auch immer wir jetzt machen, wenn wir jetzt langsam hier raufkrebsen oder was auch immer, ich habe nichts mehr über. Ja? Für mich ist dieses, was ist das? Dieses 3-jährige Fractal, das ganze Ding, fertig, aus.
Plus. Wir können nach oben gehen. Ja. Ähm, Es hat vor 2021 nicht, also vor 2023 nicht existiert. Somit wir haben keinen Vergleich, ja, was es so macht. Es hat Squeeze-Sachen, die nicht mit AMC und GME zusammenhängen. Ja. Somit fertig. Ja. Einzige Warnung nur, dasselbe wie bei FFEI. Ich bin drin. Ja. Mein Stop-Loss liegt unwiderruflich hier bei 20 Cent. Weil, wenn wir das hier berühren oder brechen, bin ich raus. Ja? Ich track's gerne weiter, aber wir kommen dann genauso wie FFEI in eine Kategorie, wo wir vielleicht einen Reverse Split machen, vielleicht delistet werden oder sonst was. Ja? Das interessiert mich nicht. Ja? Mein Stop-Loss ist hier, mein Buy-in ist hier. Ja? Schauen wir mal, was wir machen. Zeit. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe nichts mehr. Ja? Also, es kann jetzt im April marschieren oder es marschiert halt mit den Memes im Mai. Ja, allerdings, wir sind jetzt Mitte Mai, Mitte April. Ich hätte keine Ahnung, was wir bis dahin machen sollen. Vielleicht hängen wir jetzt noch ein zweites HLO dran. Aber sonst habe ich keine Ahnung, was wir machen sollen. Ja? Also, schauen wir mal. Gut, nächstes und letztes SPY und Nasdaq. So, und für SPY und Nasdaq kann ich nur sagen, Alter, lag ich falsch. Ne? Wir fangen mit SPY an. Ne? Mit Alter lag ich falsch, meine ich habe euch zwar beide Varianten gezeigt. Ich habe allerdings gesagt, ich tendiere dazu, dass wir hier bei 6,90, 6,88 rejecten, dass das hier unser M wird und runter geht. Ich habe euch gesagt, wenn wir hier durchbrechen, ist das verflucht bullisch, aber nee. Wie ich auch schon im Vorvideo gesagt habe, nur weil ich beide Varianten zeige, kann ich nicht einfach sagen, haha, ich habe es eh gesagt. Nein. Ich war für die bärische Variante da unten. Und die ist tot. Ende. Die ist tot. Ja. Somit, wie auch immer wir das setzen, diese Wedge ist beendet. Ja. Was kommt als nächstes? Und das wird jetzt lustig. Erstens, wir haben jetzt heute Allzeit hochgebrochen bei SPY. Jetzt habe ich heute schon irrsinnig oft gelesen, ja, jetzt kommt der massive Pullback und jetzt kneifen wir und was auch immer, weil wir haben das immer gemacht. Und ich glaube, in dem Bezug sind die Leute ein bisschen von 2026 oder 2025 geschädigt. Was meine ich? Wenn man sich einfach nur zum Beispiel hier Dezember 2025 anschaut. Ja? Wir haben hier ein kleines All-Time High gebrochen, ja? Nachher sofort runter. Dann hier auch Dezember 2025 wieder ein neues All-Time High, sofort runter. Dann hier wieder auch Jänner 2026 neues All-Time High, runter. Wieder Jänner 2026 neues All-Time High, runter. Jänner 2026 wieder ein neues All-Time High, runter. Ja? Jedes Mal. Somit kann ich die Leute verstehen, dass sie jetzt sagen, ja, neues All-Time High, runter. Aber, ja, meiner Meinung nach ist da ein sehr signifikanter Unterschied. Bei all denen, außer vielleicht bei dem hier, sind wir nicht aus einer riesigen Broadening Wedge gekommen. Ja? Wir sind hier aus einer riesigen Broadening Wedge gekommen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, gehen wir da auf den vierstündigen Chart, was für Broadening Wedges haben wir? Ja? Zum Beispiel wirklich diesmal 2025, ja? Wo jetzt so viele gesagt haben, wir sind hundertprozentig hier. Ja? Wie wir hier das Allzeit hochgebrochen haben, war nichts mit Pullback. Wir sind in einen Multi-Year Bullrun gegangen. Nicht Multi-Year, aber in einem einjährigen Bullrun gegangen. Wenn man sich hier den Pullback von 2023 angeschaut hat,
Beim Bruch vom All-Time High. Multi-Year Bull Run nach oben. Dasselbe für hier. Ja, diese Wedge wurde hier erst gebrochen. Also am Hoch gebrochen. Bull Run. Auch hier, Februar 2020. Allzeit hochgebrochen. Sehr weit nach oben gelaufen, bevor wir einen Pullback bekommen haben. Und zu dem kommen wir gleich. Aber dann Multi-Year Bull Run. Ja. Somit, ich wäre vorsichtig. Ja. Natürlich kann es passieren. Ich wäre vorsichtig, jetzt zu sagen, wir shorten dieses Ding absolut in den Boden. Meine Ziele jetzt. Vielleicht, und ich weiß, das hilft euch nicht. Ja. Ich würde allerdings jetzt auch die Finger davon lassen. Ganz ehrlich, das ist meine Trading-Strategie zu euch. Außer Daytrading, ja, weil ich muss auch ehrlich sagen, meine Puts sind tot. Aber das habe ich gedaytradet. Oh, das war herrlich. Aber mein Ziel ist jetzt als erstes 7,16. Wo ist das? Hier. Ja. Wenn wir nicht etwas Dummes tun. Das wäre unser erstes A. Ja. Danach könnten wir einen kleinen Pullback bekommen. Einfach nur, weil es Gans ist. Aber im Großen und Ganzen, und das ist das Stepperte. Wenn man jetzt bullish sein will, ja, das nächste Landmark für diesen Ausbruch ist Groß A. Weil wir allerdings nach einem Bruch von einer Broadening Wedge nicht mehr hier drunter fallen wollen, zu dem komme ich auch noch, und A einen 0.5, 0.618 Pullback macht, ja, haben wir unser Ziel schon. Entweder 57 oder, es ist sogar zu klein für Flucht, oder 800. Einfach nur, weil wenn wir jetzt darauf gehen, ja, wieder runterkommen, das ist der Breakout-Retest. Ich sage nur, ich gehe nicht davon aus, ich meine, vielleicht machen wir es, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir das so sehen. Ja, um das wirklich eindeutig klarzustellen. Wir können wirklich auch sowas machen. Ich sag's nur. Ja, ja. Aber Breakout-Retest. Und um diese bullische Variante weiterzuführen, ja, wir machen jetzt das rauf, machen das runter. Das hier, der Pullback meiner Meinung nach wird kommen. Der Pullback ist am wichtigsten. Ja? Und zwar am wichtigsten ist der Breakout-Retest hier. Wenn wir hier bouncen, 2026, vielleicht 2027, vielleicht 2028, Bull Market, es geht nach oben. Ja? Wenn wir hier drunter fallen, können wir wieder über Crashes reden. Ja? Dann werden wir hier drunter fallen, wir werden raufkommen, werden einen Breakout-Retest machen, allerdings diesmal andersrum. Und dann knallen wir nach unten. Ja? Das wäre wieder bärisches Szenario. 2 Sachen noch. Sollten wir, warum auch immer, wie schauen die Futures gerade aus? Ja. Ich glaube, das wird ein schöner grüner Tag morgen. Sollten wir, warum auch immer, Krieg ist wieder da. Trump ist, na, tot wäre sogar bullish. Aber weiß ich nicht. Trump macht irgendwas. Sollten wir hier aus irgendeinem Grund unter diese Wedge wieder fallen, das ist verflucht bearish. Ja? Also wenn wir das machen, dann könnt ihr eure Putz rausholen. Ja? Das wäre verflucht bearish. Gehe ich nicht davon aus. Eine letzte Sache noch. Ja? Warum meine Theorie und warum ich absolut 100% hinter meiner Theorie stehe. In diesem ganzen Uptrend hier, also das hier, in dem ganzen Uptrend hier, uns hat die ganze Zeit ein B gefehlt. Die ganze verschissene Zeit hat uns ein B-Pullback gefehlt. Ja, hier war eindeutig unser V, das ist eindeutig unser A. Wo war unser verschissenes B? Ja, deswegen, auch hauptsächlich deswegen, bin ich genau hier an dem Tag, ja, hier Market Schluss am Montag, davon ausgegangen, dass das hier unser M ist. Ja,
Weil wir hatten einfach keine verschissenen B-Pullbacks. Und dann schaut's mal, was wir um 4 Uhr in der Früh im Pre-Market für 1 Sekunde gemacht haben. Nur bei SPY. Ne? Und vor allem, wenn ihr euch anschaut, was das ist. B macht einen 0.5 Pullback. A-Boden, B-Peak, 0.5 Pullback. Für 1 Sekunde. Einfach nur, damit dieses B fertig ist und wir zu unserem C kriegen können, damit wir diesen Bruch hinlegen können. Ja? Es kann mir keiner erzählen, dass um 4 in der Früh in der ersten Sekunde entweder alle großen Institutionen oder alle Retail Investors gemeint haben, egal, wir verkaufen das innerhalb einer Sekunde, aber wir kaufen es auch innerhalb von einer Sekunde. Nur damit wir diesen B-Pullback hinbekommen. Nee. Einfach nee. Ja. Somit, ja. Okay, soviel zu SPY. Für Nasdaq ist es ein bisschen schwieriger, ja, weil ich habe ja im letzten Video gesagt, um das vernünftig regeln zu können, wäre das hier unser kleines M gewesen und das hier wäre unser T gewesen. Schaut scheiße aus, ja, aber wir haben unser Allzeit hochgebrochen im After Hours. Ja. Somit die Theorie, dass das hier einfach nur unser Lower High werden könnte, ist vom Tisch. Natürlich ist die bärische Variante für Nasdaq auch vom Tisch, wenn SPY das gemacht hat. Somit für Nasdaq gilt dasselbe. Auf, Breakout Retest, Marsch. Bounce, Multi-Year Bull Market, Bruch, Crash. Selbe für, wenn wir jetzt hier rejecten oder kurz raufgehen und hier in die Wedge wieder reinfallen. Für Nasdaq ist sogar eindeutiger, dann ist euer nächstes Ziel auf jeden Fall 5,41. Gehe ich auch nicht davon aus. Kleine Sache noch dazu, weil Nasdaq hat jetzt ein Allzeithoch gebrochen. SPY hat es heute schon viel früher gebrochen. Da fehlt noch wer. Und zwar IWM. Ja. Und da ich nicht davon ausgehe, dass IWM der Einzige sein wird, der sagt, nö, ich will nicht, da fehlt noch was. Da fehlt noch einiges. Ja, ich meine, das ist wenig, aber ich meine, IWM muss aufholen. Somit, ja, IWM wird natürlich auch mal schön. Es wird ein lustiger Tag morgen. Ja, vielleicht sogar noch eine lustige Woche. Und dann schauen wir mal, was den Rest der Aktie macht. Okay. War heute ein bisschen kürzer, aber an all unserem Tracking von den ganzen Aktien hier hat sich nichts geändert. Ja? Alles trackt noch super, nichts ist gestorben, nichts ist gebrochen. Ja, gut. Erklärvideo hier, Playlist hier, großes Update-Video wieder dahinter, falls es euch interessiert. Wenn es euch gefallen hat, gebt es mir ein Like. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es mir ein Abo. Schauen wir, was morgen passiert. Wir sehen uns.